Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Ryobi R18 VI0 an. Endlich Ryobi wollte ich schon länger testen, um zu schauen, wie sie schlagen. Die haben wirklich ein geiles Akkusystem mit vielen verschiedenen Werkzeugen. Da habt ihr einmal das Grundvolumen 84,26 km/h, 2 Drittel auf 17 mm, wie ihr sehen könnt. Und dann natürlich umrechnen auf Kubikmeter pro Stunde, das mache ich gleich und dann sehen wir uns gleich. So, da haben wir den errechneten Wert von 28,68 Kubikmeter pro Stunde. Das ist der Wert vom Ryobi R18 VI0. Ist vergleichbar nachher mit den anderen, wenn wir dann da hinkommen. Kurz nochmal zum Ryobi, wir sehen können, da unten habt einen Aufsatz, der sehr gut, sehr fest ist, also der fliegt nicht zufällig aus. Wir sehen können, habe ich mir schwer getan, den abzubauen, und der geht nicht direkt drauf, sondern der geht nur, wenn man auch vorher den anderen Aufsatz drauf tut. Und ja, das ist halt das, was ich sagen wollte. Er ist gut verarbeitet, er schaut schön aus. Der Ryobi hat typische Farbe, das mit dem Neongrün, wie man es halt nennen will. Und es schaut sehr ähnlich dem Einhell aus, muss ich sagen. Es wird wahrscheinlich sehr ähnlich sein wie der Einhell, nur ist der Einhell deutlich stärker wie der Ryobi, das muss ich sagen. Der Einhell ist deutlich stärker, aber ist wurscht, auch der Ryobi ist nicht schlecht. Ganz wichtig, er ist nicht schlecht. Da seht ihr den Unterschied beim Ansaugen mit dem Adapter oben drauf. Und es werdet ihr dann selber sehen, ich brauche euch nichts zu erzählen. Das ist oben die Ansauggeschwindigkeit und nachher zeige ich euch die Geschwindigkeit beim Ausgang. Deutlich niedriger, wie ihr sehen könnt, 67 nur, statt 86. Das ist logisch, und mit dem natürlich zeige ich euch, wie viel Luft ausgesaugt wird pro Minute. Und da sind wir bei 24,64 km/h, 2 Drittel, also durch 2 mal 3. Und ja, da die Lautstärke ist auch geringer als beim Einhell und bei den vielen anderen, um die 92 dB. Das ist viel niedriger, und mit dem Aufsatz um die 89 dB. Das ist deutlich niedriger, aber auch er ist leistungsschwächer, deswegen ist das niedriger. Das ist einfach. Schauen wir uns die Maße an. Er ist super verarbeitet, super, muss ich sagen. Gut, fühlt sich sehr gut an. Da passt auch alles. Ja. An aus gibt es nur keine LED. Da hat man das zum Verstauen, das ist immer oben. Und ja, super verarbeitet. Maße schauen wir uns an. Maße sind wie folgt: 18 cm mit dem Schlauch, oder Entschuldige, mit dem Aufsatz, und ohne sind wir bei 14. Höhe haben wir ziemlich genau 16,5. Und ja, und oben 9,5 ungefähr. 9,5. Super. So, Lautstärke in dB. Da sind wir bei 92. Das ist mit Abstand der niedrigste Wert. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr gut. Wieso? Weil der ist eigentlich der Ryobi oder das Gebläse oder wie man es nennen will, oder die Luftpumpe ist gleich stark wie die von Bosch, aber viel leiser. Das ist ein sehr guter Wert, muss ich sagen. Habe ich auch gemerkt. Vom Ton her, der ist einfach leiser wie die anderen. Und das merkt man auch bei den Messwerten. Super. Da haben wir die Messwerte in Kubikmeter pro Stunde. Wie ihr sehen könnt, gleich stark, wie schon gesagt, wie der Bosch. Deutlich schwächer wie die Einhell. Obwohl es optisch eigentlich genau gleich ausschaut, wahrscheinlich ein anderer Motor oder eine andere Turbine, ein anderes Windrad, was eben mehr Luft bewegen kann, oder halt eben, wie schon gesagt, einfach ein stärkerer Motor, der mehr Luft bewegt, und deswegen ist er wahrscheinlich auch lauter, weil natürlich die Leistung, also wenn mehr Luft bewegt wird, wird es auch lauter, und das ist logisch. Und ja, das sind die Werte. Wenn ihr es Liter pro Minute haben wollt, dividiert durch 60 und multipliziert mal 1000, dann habt ihr Liter pro Minute. Ja, sonst gibt es ja nicht viel zum Sagen. Relativ zufriedenstellender Wert. Preis in Euro gibt es nicht viel zum Sagen, sind alle ungefähr auf dem gleichen Niveau.
alle um die 40, außer natürlich Parkzeit, aber da hat man auch den Kompressor dabei, kostet 38 zusammen, glaube ich, mit dem Kompressor. Aber wenn man es dann, sagen wir, durch 2 dividiert, kommt man auf den Wert von 17, 18 Euro. Und ja, Parkside natürlich mit Abstand die beste Preis-Leistung, aber natürlich jeder in seinem eigenen System soll sich das holen, was er hat. Wer Einhell hat, nimmt Einhell, wer Bosch Grün hat, nimmt Bosch, wer Parkside hat, nimmt Parkside und wer Ryobi hat, nimmt Ryobi. Alle 3 oder alle 4 sind empfehlenswert von mir aus. Das wäre es eigentlich zum Thema Akkuluftpumpen. Beim Ausdauertest schlägt sich der Ryobi nicht schlecht, 15 Minuten 30 Sekunden pro Amperestunde und das ohne Aufsatz. Und ja, das ist ein sehr guter Wert, also sehr gut, ein durchschnittlicher Wert, weil eigentlich ist er einer von den schlechtesten, wenn ich so sehe. Parkside ist sehr stark, deswegen auch so niedrig. Einhell ist ja um die 7 Kubikmeter pro Stunde stärker und 1 Minute weniger pro Amperestunde. Und Bosch ist gleich stark, aber hebt viel länger. Trotzdem ist es mehr als eine ordentliche Zeit. Ich meine, pro Amperestunde 15 Minuten, das heißt, 2 Amperestunden Akku können Sie eine halbe Stunde durchgängig die Luftpumpe verwenden. Das ist vollkommen in Ordnung, das ist gut eigentlich. Beim Gewicht sieht man wieder, wie ähnlich die Einhell und die Ryobi Luftpumpen sind. Ich meine, das werden wahrscheinlich sehr idente Geräte sein. Das sieht man schon anhand von außen. Die Gehäuse sind sehr, sehr ähnlich und ja, das Gewicht, kaum ein Unterschied im Prinzip. Das ist einfach, ja, beide sind leichter wie ihre Konkurrenten, aber ob das jetzt so einen riesigen Unterschied macht langfristig, weiß ich nicht. Natürlich prozentuell oder relativ großer Unterschied, aber 100 Gramm ist nicht so viel. Griffig, was gibt es dafür zum Sagen? Gute Luftpumpe, gutes Gebläse. Für das Geld kann man sich nicht beschweren. Wer mir ein Ryobi-System ist, kann ich es klar empfehlen. Wer sowas braucht, natürlich super fein. Luftmatratzen aufblasen. Ich habe es gesehen, wie viel Luftvolumen bewegt wird. Das ist ja wichtig. Und mehr gibt es da nicht zum Sagen. Ich bedanke mich fürs Schauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Servus, danke und ciao.